Herzlich willkommen heute live auf YouTube, live auf Facebook. Was war das schon für ein spektakuläres Intro? Wir sind heute live in New York und werden euch jetzt mal zeigen, was wir hier machen. Ich bin Cari, ihr kennt mich bestimmt. Ich sitze gerade in unserem Apartment in einem Hotel in New York. Und wir haben heute wieder einiges für euch vorbereitet. Wenn ihr das jetzt hört, wir werden später Untertitel hinzufügen. Wenn ihr das später guckt, klickt einfach hier auf CC. Das passiert aber erst ein paar Stunden nach dem Livestream, denn wir sind live. Wir können ja nicht live mitschreiben. Wir werden heute langsam und deutlich sprechen. Ihr könnt wie immer Kommentare schreiben. Wir freuen uns über eure Fragen und Kommentare. Fangt doch mal an und schreibt uns, wo ihr gerade zuguckt. Wo seid ihr jetzt? Schreibt uns mal den Kommentar bei YouTube und bei Facebook. Ich sehe da schon Leute aus Ungarn, Bosnien, Nepal, Usbekistan. Das ist ja richtig viel. Aus der ganzen Welt guckt ihr uns zu. Und ich würde vorschlagen, wir zeigen euch jetzt mal, wo Janusz und Manuel sind. Ich bin heute nicht alleine. Wir haben wieder zwei rasende Reporter live auf der Straße in New York. Hallo Manuel, hallo Janusz. Hallo Cari, hier ist es gerade sehr laut. Über uns fliegen, ich habe mindestens 4 oder 5 Helikopter gezählt. Und wir stehen hier in Manhattan unter der Brooklyn Bridge. Unter der Brücke? Ich sehe die neben euch. Ja, fast unter der Brücke stehen wir. Leute, unsere Zuschauer kommen aus der ganzen Welt. Brasilien, München, Niederlande, Slowakei, Kolumbien, Bulgarien, Marokko, Senegal, Syrien, Ukraine, Philippinen. Es ist 1 Uhr nachts auf den Philippinen. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist der Wahnsinn. Schön, dass ihr zuschaut. Ich habe hier mal einen Filter eingebaut, dass man die Hubschrauber nicht so laut hört. Ja. Und hier ist richtig viel los. Jede Menge Schiffe, Autos, Fußgänger, Hubschrauber, Flugzeuge. Wir sind hier wirklich mitten im Geschehen. Mitten im Geschehen. Wir wollen mal anfangen, hier Fragen zu beantworten. Ellen schreibt, hallo aus New York. Hallo zurück. Ich bin gespannt, wo du zu sehen bist. Ja, Manuel, Janusz, ihr habt gerade schon gesagt, ihr steht neben der Brooklyn Bridge. Wir haben auch eine Karte vorbereitet. Wir zeigen euch mal, wo das ist. Wir sind ganz im Süden von Manhattan, also wirklich ganz im Süden. Und da, wo der Pfeil ist, da seht ihr jetzt, genau da stehen Manuel und Janusz. Und ihr könnt ja mal zeigen, wie es da aussieht. Ja, wir zeigen euch gerne, wie es hier aussieht. Wir drehen mal die Kamera um. Janusz, du wolltest erstmal Hallo sagen, habe ich gehört. Hallo. Hallo an alle. Wie geht's dir Hallo, hier Janusz. an diesem Mittag in New York? Total gut. Ich genieße mein Leben in New York. Wer es schafft in New York, der schafft es überall. Wir haben wirklich so gutes Wetter hier. So, ich habe mal die Kamera umgedreht. Also hier sehen wir Manhattan und ganz da hinten sieht man klein rausragen das One World Trade Center. Ja, schön. Ja, ganz in der Nähe, da sitze ich. Genau. Und hier sehen wir also die Brooklyn Bridge, die auf die andere Seite führt. Und da sehen wir dann die Skyline von Brooklyn. Ja. Und Leute, Janusz Amerski, wie er verträumt rüberschaut. Das Lustige ist, dass wir mit Janusz Handy streamen und Janusz ist jetzt seit 10 Minuten ohne Handy in der Hand. Eine ungewohnte Situation. Manuel, vielleicht kannst du ihn mal dazu befragen. Janusz ohne Handy, wie ist das Leben? Janusz, wie ist das Leben ausnahmsweise ohne Handy? Du hast jetzt seit circa 20 Minuten kein Handy, weil wir es für den Livestream brauchen. Du hast nur einen Block Papier und einen Kugelschreiber. Was hast du notiert in der Zeit? Ich bin sofort auf analog umgeschaltet und ich habe ein paar Ideen mir aufgeschrieben, Sachen, die ich gleich zu Hause machen will. Zum Beispiel
Ich habe mir eine Applikation gekauft zum Transkribieren. Und jetzt ist mir auch klar geworden, oh Gott, das hätte ich schon längst machen sollen. Und jetzt überlege ich, ob ich nicht noch mehr Programme nicht kaufe, aber zumindest ausprobiere, um das Beste davon auszuwählen. Ich werde dir das nicht hier geben, weil da sind auch Geheimnisse. Zeig mal nur ein Geheimnis. Die eine Seite, die mit dem Herz, die hätte ich gerne einmal Okay. gezeigt. Damit wir sehen, was du so in deinen Blog schreibst, wenn du ohne Handy bist. Das habe ich speziell für euch gemacht. So. Wow, Kunst. Ist das schon Kunst, Leute? Janusz Schamerski zeichnet. Manuel, Janusz, wir haben Fragen. Fangen wir mit den einfachen Fragen an. Und zwar, oh, die ist noch zu kompliziert. Kajos B sagt, wie viel Uhr ist es im Moment? Na, 13 Uhr 6. Die Amerikaner benutzen ja keine 24 Stunden, also 1:06 p.m. würde man hier sagen. Seitdem man hat eine amerikanische Militäruhr. Aha. Das Militär benutzt nämlich 16, 17. Ja. Aha. Ja. Und das ist gut. Ein haben wir beantwortet. Nächste Frage. Offizieruhr aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie heiß ist es in New York? Es ist wahnsinnig warm, vor allem für diese Jahreszeit. Wir haben über 20 Grad. Ich habe Janusz gesagt, er braucht keine Jacke mitbringen. Er hat sie trotzdem mitgebracht und jetzt hängt sie hier. Jetzt bedauere ich es. Okay, interessant. Dann haben wir auch die Frage von Ri beantwortet. Sie möchte wissen, wie kalt ist es in den USA? Kommt auf den Ort an in den USA, aber hier, wie gesagt, 22 Grad, glaube ich, also Janusz, sommerlich. Manuel, was ist das hinter euch da? Ja. Da ist eine Frau. Das ist so eine, ja, hier sind so Statuen. Survival of Serena steht da drunter. Eine Skulptur, genau. Es gibt noch mehr, ich kann dir gleich noch eine zeigen. Akbogan sagt, warum sind Sie in New York? Manuel. Ja, Cari, das kannst du am besten beantworten, denn es war deine Idee. Ja, ich dachte, also Reisen ist immer eine gute Idee. Mal in ein anderes Land fahren, eine andere Realität leben, unsere Zuschauer treffen. Das sind doch alles tolle Ideen. Und Manuel und Janusz haben gesagt, toll, da kommen wir mit. War das so? Genau, und wir drehen hier mehrere Videos. Wir haben schon, darf ich das schon verraten, Cari, oder ist das noch geheim, was wir hier für Videos drehen? Verrat mal. Also wir haben deutsche Restaurants getestet in New York für euch. Wir haben ein Video mit Diplomaten und Diplomatinnen gemacht in Washington. Die Deutsch lernen. Die Deutsch lernen, so wie ihr. Wir haben einen Podcast in New York aufgenommen mit Publikum. Also wir machen Content für euch. Und das Beste natürlich, Cari dreht einen Reisevlog. Da freue ich mich besonders drauf. Ja. Mal schauen, was da so passiert. Ri möchte auch wissen, wie viele Touristen seht ihr auf der Straße? Sind schon viele Touristen, ne? Ja, für mich ist das schwierig zu sehen, wer Tourist ist und wer Einheimischer. In Berlin kann ich das, glaube ich, ganz gut erkennen, aber hier, da wir selbst Touristen sind, ich finde, schwierig. Man sieht die Touristen sofort. Es sind auch vor allem sehr viele Deutsche dabei. Ich habe schon sehr viele deutsche Touristen. Man erkennt sie daran, dass sie Funktionsjacken haben, Rucksäcke und sehr gut organisiert sind. Hier, das stimmt. Eine richtig wichtige Frage, Manuel. Creighton, unser guter Freund Creighton, möchte wissen, New York, top oder flop und warum? Creighton, das weißt du doch schon. Für mich ist New York ein absoluter Top. Diese Stadt ist die Stadt der Städte. Sie ist einfach, es ist einfach eine Magie. Also die Atmosphäre, ich könnte Tage und Wochen lang nur allein durch Manhattan laufen und mir diese Gebäude anschauen und die Menschen und die Energie. Ich finde es unglaublich. Was sagst du? Genau das Gleiche. Also es ist eine riesige Stadt, aber
eine Stadt mit Vibe, mit einer Atmosphäre, die sehr gemütlich ist im Grunde. Mich erinnert New York ein bisschen an Amsterdam. Amsterdam hat eine ähnliche Ästhetik und ähnliche Gemütlichkeit, glaube ich. In klein. War ja auch In früher Kleinen, New ja. Amsterdam und nicht New York, ne? Um mal hier ein bisschen zu womansplainen. Es grenzt an ein Wunder, dass diese Stadt existiert, dass auf so engem Raum so viele Menschen leben, die Stadt so in die Höhe geht. Für mich ist das ein Wunder, diese Stadt. Okay, Ja. also New York Für top. mich ist die Preise hier sind für mich auch ein Wunder. Es gibt auch ein paar negative Dinge. Die Preise spricht Janusz an. Ich würde sagen, Cari, in unserem Podcast, Easy German Podcast, könnt ihr abonnieren, 2-mal pro Woche. Da gibt es ein Segment, das heißt, das nervt. Und da habe ich mir schon ein paar Notizen gemacht, auch aus dieser Stadt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Richtig. Am Samstag hört ihr die nächste Episode easygerman.fm. Hier ist der Link, da findet ihr unseren Podcast. Dann könnt ihr ganz viel Easy German hören. Und Manuel und ich werden in der nächsten Folge darüber sprechen, was uns stört in New York. Aber heute nur die guten Sachen, Manuel. Erzähl doch mal, also was wir jetzt schon sehen, was auch nicht so gut ist, ist das Handynetz. Du bist sehr verpixelt, leider. Erzähl doch mal, was sind... Ja? Das tut mir leid, es ist wirklich schwierig, hier Spots zu finden, wo man zumindest mit unserer SIM-Karte ein sehr schnelles Signal findet. Für den Alltag geht's, aber fürs Livestream ist es schwierig. Mhm. Aber was war eigentlich deine Frage? Ich wollte fragen, was ihr jetzt vorhabt. Was machen wir heute in diesem Livestream? Was werden wir sehen? Genau, wir dachten, es ist jetzt zu kompliziert, durch ganz Manhattan zu laufen, gerade wegen des Internets. In den engen Straßen ist es manchmal noch schlechter. Deswegen werden wir jetzt das Pier hier, dieses Ufer verlassen und langsam in deine Richtung kommen. Wir sehen tatsächlich schon das Gebäude, in dem wir leben, von hier. Und wir würden gerne auf die Dachterrasse unseres Gebäudes gehen und euch dann nochmal New York von oben zeigen. Ein fantastischer Plan. Wir werden euch jetzt begleiten und vielleicht können wir gleich mal sehen, hier gibt es nämlich schon, ups, das war eine falsche Frage, eine Frage von Diego. Ist Cari auch in New York? Die Antwort ist ja, Cari ist in New York und zwar ganz in der Nähe. Ich sehe aus dem Fenster und ich kann mal euch meine Cari-Cam zeigen. Ich habe hier nämlich meine eigene Kamera mitgebracht und damit werde ich euch gleich aus diesem Fenster zeigen. Dann können wir das mal sehen. Da hinten sehe ich tatsächlich das Wasser und ich sehe gleich, wie Manuel und Janusz hier ankommen werden. Das werde ich euch dann zeigen. Das ist hier die Cari Handycam. Guck mal, da seid ihr. Genau, das werden wir euch gleich zeigen. Manuel, eine wichtige Frage von Helena. Helena schreibt, sind die Leute freundlich? Ich komme aus dem Westen der USA und habe immer gehört, dass sie nicht freundlich sind in New York. Was sagst du? Das war für mich auch spannend, denn ich habe tatsächlich ein paar Momente gehabt, wo ich kurz dachte, oh, bin ich in Berlin oder was? Es gab ein paar Leute, die nicht so freundlich und zuvorkommend waren, wie ich es zum Beispiel aus Kalifornien gewöhnt bin. Ich glaube, an dem Stereotyp ist etwas dran, aber im Großen und Ganzen sind die meisten Menschen sehr freundlich trotzdem. Es sind Einzelfälle. Ja, also ich würde das so sagen, sie sind viel freundlicher als in Deutschland und als in Berlin. Aber New York ist so ein bisschen das Berlin von Deutschland. In Deutschland ist Berlin auch die unfreundlichste Stadt. Vielleicht auch, weil es die größte ist. Es ist anonymer. Aber ich denke, in New York ist es auch so ein bisschen so. Liegt vielleicht nicht an der Größe, aber es ist auf jeden Fall nicht so freundlich wie in anderen Städten. Zum Beispiel, man begrüßt sich nicht immer so nett wie in anderen Städten, aber auf jeden Fall mehr, es gibt mehr Smalltalk als in Berlin. Das kann man schon mal sagen.
Auf jeden Fall. Jet möchte wissen, wann findet das nächste Meetup statt? Das findet schon am Sonntag statt. Und zwar in Chicago. Kann man da sich noch anmelden, Manuel? Ich glaube, es gibt noch Plätze. easygerman.org/meetups. Dort findet ihr alle Events. Wir machen noch ein Meetup in Chicago und dann sind wir demnächst in Mexiko, in Oaxaca und in Mexiko-Stadt. Dort könnt ihr uns treffen und Hallo sagen. Richtig. Michael würde gerne wissen, plant Manuel die New Yorker nach ihrem Einkommen zu fragen? Du bist bekannt dafür, Manuel. Du machst Videos und fragst, was verdienst du? Machst du das hier in New York? Das ist eine sehr gute Idee. Ich habe das tatsächlich schon probiert auf unserer Podcast-Live-Aufnahme. Bei dem Meetup anschließend habe ich ein paar unserer Gäste gefragt und sie wollten es mir nicht verraten. Ich glaube, es ist schwieriger in den USA als in Deutschland. Ich weiß es nicht. Jedenfalls werde ich es nicht hier tun, denn ich glaube, es wird schwierig, so viele deutschsprachige Menschen auf der Straße zu finden. Sonst gerne. Mel schreibt, vielen Dank für den langsamen, einfachen Trialog. Ich kann fast alles verstehen. Das ist der Plan heute. Wir reden extra langsam. Oh, eine wichtige Frage für dich, Manuel. Manuel hat immer über die Fahrradinfrastruktur, schwieriges Wort, Fahrradinfrastruktur in Berlin gemeckert. Findet er New York eine fahrradfreundliche Stadt? Jein, es geht. Also hier ist ein ganz gutes Beispiel. Hier gibt es Fahrradwege in beide Richtungen, geschützt unter dieser Brücke. Und ja, das ist ganz gut. Und solche Wege gibt es immer mal wieder. Aber es gibt längst nicht auf allen Straßen Fahrradwege. Und Cari, du und ich, wir sind hier beide schon Fahrrad gefahren. Und ich glaube, wir haben beide gemerkt, es ist ein bisschen schwieriger als in Berlin. Man muss tatsächlich eine Route planen, wo es dann auch Fahrradwege gibt. Und es ist schon okay, aber ein Vorbild ist das nicht, würde ich sagen. Da ist Amsterdam zum Beispiel deutlich besser. Ja, das stimmt. Also ich bin schon viel Fahrrad gefahren jetzt in dieser Stadt. Es gibt einige Orte, die sind top und andere Orte sind total flop. Es ist höchst gefährlich und man muss ein bisschen geübt sein und sehr konzentriert, wenn man hier fährt. Wir haben jetzt eine wichtige Frage für Janusz von Joppe. Joppe fragt, wie schmeckt das Bier in New York? Er hat gestern noch eins getrunken, der Janusz, deswegen... Hier. Super lecker, total lecker. Das Typische für Amerika ist, es gibt populäre Bier wie Budweiser und die schmecken für unser europäisches Geschmack etwas zu wässrig. Und dann gibt es aber lokale Brauereien und die sind dann ausgesprochen lecker. Und es gibt auch tschechische, deutsche Bier, belgische Bier. Also in New York, solange du noch ein bisschen Geld hast, kannst du wirklich gut leben. Ja, aufs Geld kommt es an. Was kostet ein Bier in der Kneipe? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nur im Geschäft. Im Geschäft? Hey. Weil in der Kneipe bezahle ich mit meinem iPhone oder so. Ich sehe euch. Und es ist alles umsonst. Aber im Geschäft 5 Euro. Teuer. Stelle à trois. Könnt ihr mal winken? Ich sehe euch. Es ist leider ein bisschen pixelig, aber da hinten. Da. Ups, wo seid ihr? Da Wink sind mal. Manuel und Janusz. Guck mal, ihr kommt jetzt auf Siehst du uns Cari zu. auch? Nein. Wir kommen. Ups. Ich habe es ausgestellt, die Kamera. Nochmal an. Ihr kommt jetzt mit großen Schritten auf uns zu. Siehst du sie oder winkst du einfach so zum Spaß? Sie sieht uns. Aha. Seht ihr mich nicht? Seht ihr mich nicht? Aber Vielleicht wenn könnt sie ihr uns mich mal sieht, dann zeigen. müssen wir sie auch sehen und ich sehe es nicht. Wir müssen Ja, die Stöcke zählen. Genau, hier sieht man mein Setup. Das ist Spannend. das Gebäude. Spannende Kamera hier. Aha, dann habe ich falsch geguckt immer. Wow.
Ja, richtig, falsch geguckt. Ich sehe euch da unten. Seht ihr mich auch am Fenster? Nein. Okay, passt mal auf. Ihr konzentriert euch jetzt aufs Gehen und ich werde euch mal... Ah, ihr seid jetzt schon an der Ampel. Okay, einen letzten Versuch wage ich noch mit meinem Handy und zeige euch an der Ampel da unten, was für ein Blick auf diese Stadt. Da vorne kommen Manuel und Janusz. Es ist leider ein bisschen unscharf. Ich weiß nicht warum. Ich werde mal verschiedene Orte. Da sind sie. Könnt ihr jetzt mal so springen? Springt mal. Ja, super, man sieht dich. Was wir hier wieder für einen Quatsch machen, ne? Alles Super. nur Toller fürs Content. Entertainment, guter Content für die Leute. Ich werde noch einige Fragen beantworten. Humble Bumble möchte wissen, Junge. was passiert? Jemand hat uns fast überfahren, aber alles gut. Janusz hat geschrien, Junge, pass auf. Junge. Hey Junge. Humble Bumble möchte wissen, habt ihr die Bagels probiert in New York? Hast du die Bagels probiert in New York? Ja, aber ich bin kein großer Fan von Bagels. Ich esse sie einfach nie. Ich habe keine Meinung. Wir haben da gestern schon drüber gesprochen, als wir unterwegs waren. Ich habe auch einen Bagel gegessen. Ich finde, ein Bagel ist eigentlich nur ein Brötchen in einer anderen Form. Es tut mir leid, liebe Ja, Bagel-Fans. die sind aber auch fester. Diese Festigkeit mag ich eigentlich. Cari, du bist Bagel-Fan, oder? Ich habe einen sensationell leckeren Bagel gegessen. Cari ist gluten-free Bagel. Der war glutenfrei und war sehr lecker. Und das gibt es in Deutschland. Wir essen gar keine Bagels. Also ich bin schon froh, wenn ich etwas finde, was glutenfrei und lecker ist. Saleh möchte wissen, Zug in Deutschland oder New York? Zug fahren, ne? Ja, die Züge, die wir bis jetzt hier genommen haben, waren sehr pünktlich. Das ist top. Aber sie waren weniger gemütlich als die deutschen ICEs zumindest. Sie waren sehr ruckelig. Sie waren sehr ruckelig und laut und mit kleinen Fenstern. Ich fand es gemütlich, aber ich verstehe, was du meinst. Aber die waren halt gemütlich, die waren nicht so technisch. Sayed möchte wissen, gibt es Klischees über die USA, die eurer Meinung nach falsch Aber die sind? Sitze waren bequem. Klischees, die falsch sind, Manuel. Boah, Schwierig. mit Sicherheit ganz viele. Aber das kannst du jetzt mal beantworten, denn wir werden jetzt in den Aufzug steigen und sehen euch dann in 3 Minuten oben auf der Dachterrasse, wenn alles gut geht. Super. Wir verabschieden uns von euch und freuen uns auf das sensationelle Bild, was wir gleich sehen werden. Also Klischees über die USA, die falsch sind. Also es kommt drauf an. Es gibt ja viele Klischees, die falsch sind. Zum Beispiel gibt es in Deutschland das Klischee, dass US-Amerikaner sehr oberflächlich sind. Also man sagt, sie fragen immer, how are you? Aber sie interessiert das gar nicht. Die Deutschen haben so ein bisschen Skepsis beim Thema Smalltalk und dann denken sie, wenn man wissen möchte, wie es einem geht, das meint die Person nicht so ernst. Ich persönlich finde das sehr schön. Ich finde US-Amerikaner viel freundlicher als Deutsche. Ich fühle mich hier sehr wohl und ich freue mich, wenn man mit einem Lächeln ins Gesicht in ein Geschäft geht und erstmal fragt, hey, how are you? Und es ist nett. Aber es stimmt natürlich, dass das auch eine Höflichkeit ist. Man möchte nicht immer wirklich wissen, wie es dem anderen geht. Und Deutsche, die sind oft sehr ernst, sehr wörtlich. Die können damit nicht umgehen, wenn jemand fragt, how are you? Und man erwartet die Antwort, fine, how are you? Sondern die wollen dann sagen, heute ist das Wetter schlecht und mir ist heiß. Die wollen direkt ehrlich antworten. Das ist so ein typischer Kulturschock oder ein Klischee, das viele Deutsche haben. Wir gucken mal, was es noch weitere Fragen gibt.
Das wäre gleich eine Frage für Manuel. Findet Manuel New York organisiert genug? Es ist auf jeden Fall ein bisschen chaotisch hier, würde ich sagen. Dave fragt, wenn ihr $100 an einem Tag hättet in New York, wofür würdet ihr das ausgeben? Das ist tatsächlich in New York nicht so schwer wie in Berlin. Wir haben ja gerade ein Video gemacht, 100 € an einem Tag in Berlin, und das hat auch geklappt. In New York ist alles viel teurer. Ich würde tatsächlich, meine Lieblingsaktivität hier ist mit der Fähre fahren. Es gibt Fähren und die fahren um ganz Manhattan rum und zwischen Manhattan, Brooklyn, Queens, und das ist so schön. Ich liebe das, auf dem Wasser zu fahren. Das kostet nur $4,50 eine Fähre. Das kann ich euch empfehlen. Oh, Manuel ist wieder da. Manuel, wo bist du jetzt? Wir sind angekommen. Wir sind auf einer wirklich sehr wunderschönen Dachterrasse mit Sitzgelegenheiten. Man kann hier frühstücken. Wir haben hier auch schon eine Podcast-Episode aufgezeichnet. Aber das Highlight auf dieser Dachterrasse, das sind nicht wir, sondern das ist, Moment, ich drehe die Kamera um, das ist dieser Ausblick. Wow, leider ein bisschen pixelig im Moment. Vielleicht müssen wir noch kurz warten. Kurz. Wollen wir kurz noch mal eine Frage an Janusz richten? Unbedingt. Serhi hat eine sehr schöne Frage geschrieben. Man darf Janusz nicht außer Acht lassen, schreibt Serhi. Was hat Janusz in New York am meisten beeindruckt? Was hat dich am meisten beeindruckt in dieser Stadt? Ja, im Grunde, du hast das schon einmal erwähnt, wie reibungslos hier das Leben abgeht. Ja? Weil wenn man sich anguckt, wie dicht bebaut, wie hoch gebaut es ist, müsste man denken, hey, ist das nicht zu viel des Guten? Es ist fantastisch. Und dann aber auch die Architektur. Die Häuser sind sehr anders. Jedes Mal sieht man, dass sich die Menschen bemüht haben, etwas Spezielles zu schaffen. Und es ist sehr interessant, sehr beeindruckend. Ja. James, unser Freund James, möchte gerne wissen, könnt ihr euch vorstellen, in New York City zu leben? Auch darüber haben wir schon gesprochen. Und ich finde, es wäre ein Traum, in dieser Stadt zu leben, allerdings nur mit sehr viel Geld. Ohne Geld, ja, ist es schön, in dieser Stadt zu sein, aber man kann natürlich wenig machen. Also die Preise sind wirklich, wenn man aus Deutschland kommt, erstmal ein bisschen schockierend. Und ja. Ich zeige euch ein paar Beispiele, ja, aus unserer Küche. Ja, zeig mal ein paar Beispiele. Okay, mal was. Ich gehe mal in den Kühlschrank, Manuel. Habe ich denn hier ein paar Beispiele? Eieiei. So viel Zeit muss sein. Was habe ich noch? Wasser. Okay, das Einzige, was ich gerade finden kann. Eine Flasche Wasser. Wir Deutschen lieben ja Sprudelwasser. Was kostet ein Sprudelwasser in Berlin, Manuel? Das billigste? Das billigste kostet so 20 Cent. 20 Cent für eine riesige Flasche. Das hier ist 1 Liter und das ist das billigste, was es gibt. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Das sind 2,99. $3 ist mittlerweile für mich günstig in New York. Gestern habe ich eine ganz kleine Flasche Wasser gekauft für $5. Es ist der Wahnsinn. Was habe ich hier noch? Glutenfreie Cracker. Die sind aus Europa importiert. Die kosten in Deutschland, ich weiß nicht, 2 Euro, 5,50 Euro. Kirschjoghurt. Janusz liebt diese Joghurt. Janusz, was kostet so ein Kirschjoghurt in Berlin? Was kostet so ein Kirschjoghurt in Berlin, Janusz? Ich weiß es nicht. Ich bezahle mit meinen Fonds. Ich kenne die Preise. Janusz kauft ein, ohne auf die Preise zu schauen. Das und bezahlt mit seinem oft. Handy und hofft, dass genug Geld im Handy ist, dass das klappt. Das habe ich auch schon gemerkt. Also hier kosten 4 Joghurts $4
Und ich denke, das ist für New York sogar günstig. Ich zeige dir mal das teuerste, was ich gekauft habe. Ja. Es musste soweit kommen, dass wir hier uns über die Preise beklagen. Okay. Ratet mal, was das kostet. Das ist veganer Cream Cheese. Ja, ich weiß es. 8,50 $. 8,50 $ für Cream Cheese. Man muss aber dazu sagen, das haben uns auch viele von euch geschrieben, es gibt solche und solche Supermärkte. Es gibt Supermärkte, da gibt es dann andere Brands, andere Produkte, die so ähnlich sind und die sind dann deutlich günstiger. Ich habe auch schon veganen Frischkäse für 3 $ gefunden. Immer noch teurer als in Deutschland, aber ja, immer noch besser. Also James, die Antwort auf deine Frage ist nein, zu teuer. Hier ist noch eine Frage für dich, Manuel. Mike fragt, welchen New York-Promi würdest du während deiner Reise gerne treffen? Und ich weiß schon die Antwort, denn bei einem standest du schon vor dem Haus. Ach so, ja, natürlich. Ich würde gerne Casey Neistat sehen. Er ist ein berühmter YouTuber und Vlogger. Er hat früher viele Videos gemacht und ich bin an seinem Studio vorbeigegangen. Aber selbst wenn ich ihn gesehen hätte, dann hätte ich ihn nicht nach einem Foto gefragt, denn ich weiß, dass er das nicht mag. Er hat mal gesagt, er weiß, wer ein Tourist ist, denn die Touristen fragen ihn nach Fotos und die New Yorker, die schreien einfach nur, hey Casey, oder manchmal schreien sie auch einfach nur YouTube und das hätte ich dann gemacht, wenn ich ihn gesehen hätte. Fantastisch. Manuel, wollen wir noch 2 Fragen beantworten? Sehr gerne. Gut. Ahmed möchte wissen, ist New York sauber? Janusz, die Frage ist New York sauber? Ja. Ich finde auch. Also erstaunlich, für die Menge der Menschen ist es erstaunlich sauber hier. Total eigentlich, ja. Ich habe nur einmal irgendwann eine Straße gesehen mit Müll, die da rumgelegen hat. Aber es war auch eine abgelegene Straße. Okay, dann... Und typisch... Okay, ja. Samuel typisch für New York ist auch das Heulen der Sirenen. Früher habe ich gedacht, das sind immer die Polizisten, die die Gangster jagen, aber das sind meistens Krankenwagen. Ja, ich mache noch mal diese Isolation aus, dass du noch mal hörst, wie es hier bei uns klingt. Also die Stadt ist definitiv ziemlich laut. Man hört eigentlich immer Sirenengeheul irgendwo im Hintergrund. Oft hört man auch dieses Piepsen, wenn Trucks rückwärts fahren. Und manchmal sind das sogar Autos, große Autos. In Deutschland machen die kein Geräusch, wenn sie rückwärts fahren. Aber ich glaube, in den USA gibt es ein Gesetz, dass große Fahrzeuge piepen müssen. Piep, 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 wenn sie rückwärts fahren. Und das höre ich jeden Morgen zum Aufwachen um 6 Uhr morgens. Und ja, das gehört zu dem Chaos, was hier gerade schon in der Frage stand, dazu. Genau. Endlich die Frage für dich, Manuel. Ja. Findet Manuel Salman New York organisiert genug? Also ich denke, das Chaos hier ist unter Kontrolle. Es ist das organisierte Chaos. Natürlich ist es chaotisch mit so vielen Menschen, so vielen Fahrzeugen, so vielen Autos. Aber ich bin überrascht, wie gut es dann unterm Strich funktioniert. Ich habe keinen Unfall gesehen bis jetzt. Ich habe niemanden gesehen, der sehr unfreundlich war. Ich habe keine Schlägerei gesehen. Ich finde, es ist ein schönes Chaos. Fantastisch. Noah möchte wissen, wart ihr schon mal in Brooklyn oder Queens oder nur in Manhattan? Auf dieser Reise waren wir, oder ich zumindest, bis jetzt nur in Manhattan und Brooklyn. In Queens nicht, aber Manuel, früher du arbeitest mal. zu viel. Das ist das Problem. Ja, es gibt viel zu sehen. Man könnte, glaube ich, 10 Jahre damit verbringen, nur New York zu besichtigen. Also ich war jetzt ein paar Mal in Brooklyn und Queens und habe gemerkt, ich sollte öfter dorthin gehen, aber die Stadt ist einfach zu groß. Es ist schwierig. Man müsste hier wirklich ein paar Wochen sein, um länger zu sein. Gut, Leute, Cari, wollen wir uns schon verabschieden?
Wir Ja? verabschieden uns. Es ist so heiß hier in der Sonne. Wir müssen Mhm. jetzt in den Schatten. Aber es war sehr schön, euch ein bisschen diese Stadt zeigen zu dürfen. Das stimmt Was total. bleibt uns zu sagen? Hoffentlich sehen wir uns auf einem Meetup oder im Internet. Ihr könnt mit uns chatten auf Discord, auch über diese Richtig. Stadt. Guckt euch mal die Easy German Mitgliedschaft an. Wir freuen uns, wenn ihr ein Mitglied werdet. Dann bekommt ihr Zugang zu unserer Discord-Gruppe und könnt jeden Tag mit uns chatten und Fragen stellen. Und ihr könnt zum Beispiel auch in der Conversation Membership Sprechen üben. Das ist ein tolles Angebot, das wir dort haben. Und ansonsten meldet euch zu den nächsten Meetups. Ihr könnt uns treffen am Sonntag in Chicago, wenn ihr in der Ecke seid. Kommt vorbei diesen Sonntag. Manuel, was für ein Datum ist das? Was für ein Tag? Das weiß ich auswendig auch nicht. Aber ich kann es dir sagen. Nee, kann ich Was nicht. ist? Der 25., nee, 26., 27. Nee, heute ist Mittwoch. 24, 25, 27. Oktober in Chicago. Dann gibt es noch eine Frage, kommen wir nach San Francisco? Ja, aber leider werden wir dort kein Meetup machen, sondern eine Schule besuchen. Das glaube ich auch ganz nett. Ne? Und es gibt noch eine Frage, wie lange bleiben wir dort? Die finde ich jetzt gerade nicht wieder. Wir haben so viele Fragen bekommen. Also wir bleiben tatsächlich noch 6 Wochen. 5 Wochen sind wir noch unterwegs in den USA und in Mexiko. Und ihr könnt uns weiter verfolgen auf Instagram, YouTube, Facebook und eigentlich überall. In unserem Podcast, da werden wir am meisten erzählen. Genau. Bis bald, Manuel, Leute. sag noch mal was zu Janusz. Wir wollen Janusz hören. Ciao. Janusz. Ciao. Tschüss. Bis bald. Macht Ciao. ihr jetzt noch eine Party auf dem Dach? Soll ich hochkommen? Nee, wir müssen in den Schatten. Es ist zu heiß. Cool, schön. Ich komme gleich auch mal raus. Ciao, liebe Leute. Bis dann. Danke, Ciao. dass ihr zugesehen habt. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend oder Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.